Jetzt ist das Rad weg. Das ganze Rad. Botswana. Unberührte Natur und wilde Tiere. Safari auf eigene Faust und das weltweit größte Binnendelta. Was für ein Abenteuer im Herzen Afrikas. Botswana besteht landschaftlich zum größten Teil aus der Kalahari-Wüste. Unsere Reise beginnt im Süden des Landes, im Kalahari Transfrontier Park und geht weiter in den Centre Kalahari Park. Im Osten des Landes besuchen wir die großen Salzpfannen, die zu den größten der Welt gehören, und gehen anschließend im Norden in das Okavango-Delta, wo die Kalahari vom Wasser des Okavango-Flusses geflutet wird. Wir fahren von südafrikanischer Seite in den Park rein und hier kann man auch gleichzeitig die Immigration zu Botswana machen und dann quasi über die Grenzen ohne jegliche weiteren Voll- und Grenzkontrollen im Park einfach queren. Kaum im Park packt uns das Safari-Fieber. Die Familie Strauß mit ihren Jungen begleitet uns auf den ersten Metern und lässt überhaupt keinen Zweifel daran, dass auch schon die ganz Kleinen schnelle Läufer sind. Der Kalahari Transfrontier Park erstreckt sich über 3 Länder, Namibia, Südafrika und Botswana, und ist mit über 38.000 Quadratkilometern einer der größten der Welt. Das Wort Kalahari entstammt von dem Tswana Wort Kalahari, so wie das die Südafrikaner hier übrigens auch aussprechen, und bedeutet große Dürre oder große Trockenheit, was glaube ich für den Park ganz gut passt, weil mit 200 Milliliter Regen pro Jahr extrem wenig Regen fällt. Die Landschaft des Kalahari Transfrontier Parks beeindruckt uns mit seiner schlichten und rauen Schönheit. Endlose rote Dünen wellen sich sanft bis zum Horizont. Durchzogen von goldgelben Gräsern und einsamen Kameldornbäumen, die wie stille Wächter der Wildnis wirken. Wir erleben eine beeindruckende Tierwelt und haben das große Glück, die meisten Tiere mit ihren Jungtieren beobachten zu können. Die meisten Vögel, die wir erspähen, haben wir noch nie gesehen. Einen Sekretärvogel, einen Gelbschnabeltoko oder auch einen afrikanischen Fischadler. Wir finden einen klaren Tüpfelhyänen, die die Mittagshitze im Schatten eines Kameldornbaums verbringen. Sie sind in Afrika und südlich der Sahara verbreitet. Ein solcher Clan kann bis zu 80 Mitglieder haben und wird von einem dominanten Weibchen angeführt. Ihre lauten, lachenden Rufe hören wir weit über die offene Savanne. Im Gegensatz zu ihrem Ruf sind Tüpfelhyänen keine reinen Aasfresser, sondern hervorragende Jäger und jagen 80% ihrer Beute selbst. Sie jagen in Gruppen und können mit der stärksten Beißkraft im Tierreich sogar Zebras, Gnus und Antilopen erlegen. Dieser Clan hier ist wohl schon satt und genießt die Ruhe und den Schatten als Schutz vor der glühenden Sonne. Landschaftlich bekannt ist das Ganze hier für diese wahnsinnig dunkelroten, orangefarbenen Sanddünen
und für seine Tierwelt, vor allen Dingen für die großen Katzen mit Leoparden, Geparden und den Löwen mit schwarzer Mähne. Wir haben das Mata Mata Camp heute Morgen um 5:30 verlassen, um ziemlich explizit an das Wasserloch 14 zu fahren, weil es heißt, hier gibt es viele Löwen und auch Leoparden zu sehen in den Morgenstunden. Und wir hatten das Glück, einen Löwen mit schwarzer Mähne zu sehen, der uns sogar ziemlich nah kam. Kalahari-Löwen sind im Vergleich zu anderen afrikanischen Löwen größer und kräftiger gebaut. Das hilft ihnen, in der rauen Umgebung zu überleben und größere Beutetiere wie Gnus- und Oryx-Antilopen zu erlegen. Sie haben sich an das extreme Klima der Wüste angepasst und können lange Zeit ohne Wasser auskommen, da sie die benötigte Flüssigkeit hauptsächlich aus ihrer Beute beziehen. Haben wir auf der südafrikanischen Seite des Kalahari Transfrontier Park doch gut befahrbare Wege und eine gute Infrastruktur vorgefunden, wird es auf der botswanischen Seite ziemlich ursprünglich und wild. Da rechts, hinter dem Busch kommt jetzt der Führerschein. Da ist er. Rechts hinterm Busch kommt Leopard. ein Leopard. Und dann erspähen wir ihn, unseren ersten Leoparden. Was für ein Erlebnis, eine Begegnung, auf die wir schon so lange gewartet haben. Die sandigen Pisten, die Weite der Wüste und die Abgeschiedenheit der Camps machen es für uns zu einem richtigen Abenteuer. Kaum haben wir unseren Stellplatz mitten in der Wildnis erreicht, fängt es jetzt auch noch an zu regnen, was nach der Hitze aber total gut tut. Die Familie, die in dem Zelt da hinten übernachtet hat, ein Ehepaar mit einem kleinen Kind, wurde heute Morgen von dem Löwenrudel hier geweckt. Die Frau war noch im Pyjama, sie haben fluchtartig den Platz verlassen. Sie sagen, sie müssen jetzt erstmal einen ruhigen Platz finden, um zur Ruhe zu kommen. Vollgefressen von der morgendlichen Jagd liegen sie im Schatten und verdauen ihre Beute. Selbst die kleinen Löwen haben so dicke Bäuche, dass es ihnen fast zu schwer fällt zu spielen. Genüsslich putzen sich die Damen, während der Chef sich von einer Seite auf die andere rollt. Wir haben den Kalahari Park auf der botswanischen Seite verlassen und sind auf dem Weg nach Hukunzi, dem nächsten Ort, der vom Gate tatsächlich über 120 Kilometer weg ist. Und es gestaltet sich wirklich schwierig, weil der Sand ist so tief auf dieser Piste, da war das im Park quasi ein Spaziergang dagegen. Wir haben Feuer gefangen und wollen direkt in den nächsten Park, den Central Kalahari Park. Botswana ist größtenteils in Nationalparks aufgeteilt. Wir erleben sie fast immer menschenleer. Es wird streng darauf geachtet, wann und wo wir sie betreten und in welchen Camps wir übernachten. So müssen wir uns an jedem Tor an- und wieder abmelden, was wir aber auch immer dazu nutzen, sicherzustellen, dass wir gefunden werden, sollten wir einmal eine Panne haben. Come here, this small topi. From there we drive along here, following the map to our prescribed camping grounds. Okay. Yeah.
Alles in allem ist dieses System ein wunderbares Konzept von kontrolliertem Tourismus. Das Central Kalahari Wildreservat ist mit über 52.000 Quadratkilometern eines der größten der Welt und belegt 10% der botswanischen Fläche. Der Weg dahin fängt schon abenteuerlich an, weil es geht noch ungefähr von der Teerstraße weg erstmal 40 Kilometer querfeldein auf doch schon tiefen Sand, ehe man das Gate in den Park überhaupt erreicht. Und naja, ihr kennt das Spiel, was kommt zuerst? Die Luft muss runter. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier nicht absaufen. Gell? Jetzt haut da die Waldfeen. Das Central Kalahari Game Reserve empfängt uns aber nicht nur mit sandigen Pisten und weiter Grassavanne, sondern auch mit unserem ersten heftigen Regenfällen. Kriegen wir schon. In den nächsten Monaten wird schlamm. Carlos macht das. Carlos schon, ich kann so wir das machen. Auf unserem Weg durch fossile Flussläufe und scheinbar unendliche Pfannen sehen wir die Härte der Wüste. Immer wieder liegen Tierkadaver am Wegesrand und erzählen ihre ganz eigene Geschichte. Dieses Fleckchen Erde zeigt uns einmal mehr, wie vielfältig und schön eine Wüste sein kann. Der Central Kalahari ist sehr abgelegen und weit weniger besucht als die bekannten Parks im Norden Botswanas. Es kommt uns so vor, als ob die Tiere etwas scheuer sind und sich nicht so freizügig zeigen, was in uns aber wieder ein regelrechtes Safari-Fieber auslöst. Besonders angetan haben es uns die kleinen Löffelhunde. Löffelhunde sind kleine hundeartige Säugetiere, die besonders durch ihre übergroßen Ohren auffallen. Diese dienen nicht nur einem ausgezeichneten Hörvermögen, sondern auch der Wärmeregulierung. Anders als andere hundeartige Tiere ernähren sie sich hauptsächlich von Insekten und sehen dabei Termiten und Käfer als ihre Leibspeise an. Die nachtaktiven Tiere ruhen sich tagsüber in selbst gegrabenen Höhlen oder verlassenen Bauen aus. Diese kleine Baummaus hier ist zwar besonders putzig, aber auch schädlich. Oft haben wir uns nach der Ursache für die vielen abgestorbenen Kameldornbäume gefragt und haben nun eine Antwort. In Trockenzeiten nagt die kleine Baummaus die Rinde ab, um an die nährstoffreiche Schicht darunter zu gelangen. Dadurch werden die Bäume dauerhaft geschädigt, wenn der Wasser- und Nährstofftransport unterbrochen wird. Das sorgt für das Absterben der Bäume. Dieser Vogel macht uns fast sprachlos. Die Riesentrappe ist Afrikas größter fliegender Vogel und kann bis zu 19 Kilogramm schwer sowie 1,20 Meter groß werden. Diese Allesfresser sind sehr scheu und daher nur sehr schwer zu beobachten. Wir verlassen das Central Kalahari Game Reserve jetzt nach 3 Tagen wieder und das war wunderschön. Ziemlich allein und ziemlich ausgesetzt. Wir haben, glaube ich, in den ganzen 3 Tagen 6 Autos gesehen und 4 davon heute auf dem Weg zum Gate wieder raus. Es sind ziemlich schöne Offroad-Strecken. Die Campgrounds liegen total abseits und ganz einsam, ohne Infrastruktur. Da stehen zwar so kleine Abgrenzungen für Duschen und Toiletten. Wenn man duschen will, kann man, es ist ein Eimer da, muss Wasser sich aber selber mitbringen. Und ansonsten, wie waren unsere Tiersichtungen? Ich glaube, es liegt an der Regenzeit. Wir haben nicht so viel gesehen. Wir haben aber was gesehen. Wir haben Löffelhunde gesehen, zwar eine ganze Menge. Und wir haben ansonsten auch Oryx gesehen und Gnus gesehen und Springböcke gesehen. Und durch die Regenzeit und durch die Jahreszeit alle mit Jungtieren, was unheimlich schön war. Die Kalahari-Wüste ist die Heimat des San-Volkes
oder auch der Buschmenschen. Dieses indigene Volk lebt hier weitestgehend vom Tourismus abgeschirmt. Nur in einigen lebendigen Museen zeigen sie den Touristen noch ihre Sitten und Gebräuche. Studien haben gezeigt, dass die San wohl die ältesten Vorfahren der Menschheit sind. In gewisser Weise betrachten wir die Kalahari also als Wiege der Menschheit. Auch heute noch gibt es immer wieder Auseinandersetzungen der San mit der Regierung Botswanas über ihren Lebensraum. Der steht oft im Konflikt mit den Flächen der Nationalparks und den Gebieten des Diamantenabbaus. Wir wollen nach Orapa rein, der Diamantenstadt. Dazu müssen wir jetzt hier am Tor erstmal ein Permit kaufen. In die Mine kommen wir jetzt noch nicht. Wir wollen aber das Museum besuchen und hoffen, ja, dass es auf dem Samstag jetzt mal offen hat. Das Museum ist jetzt nur doch leider zu. Üblicherweise wohl am Samstag offen, aber nicht am Samstag vor Weihnachten. Aber wir haben die Chance und dürfen auf das Gelände rauf und uns somit die riesen Maschinen und Fahrzeuge anschauen, was schon extrem imposant ist. Botswana ist mit 580.000 Quadratkilometern so groß wie Frankreich und mit etwa 2,4 Millionen Einwohnern eines der am dünnsten besiedelten Länder der Welt. Dank riesiger Diamantenvorkommen ist es eines der vermögendsten Länder der Welt. Es hat im Gegensatz zu vielen afrikanischen Ländern die Gewinne aus dem Diamantenabbau gezielt und nachhaltig eingesetzt. Ein großer Teil des Geldes wurde in den Ausbau des Bildungssystems investiert. Botswana bietet kostenlose Schulbildung und subventioniert die Hochschulbildung, was die Alphabetisierungsrate deutlich erhöht hat. Auch für ein flächendeckendes Gesundheitssystem und die Entwicklung der Infrastruktur werden die Einnahmen verwendet. Besonders große Aufmerksamkeit kommt dem nachhaltigen Tourismus zu. Über 40% der Landesfläche stehen unter Naturschutz. Botswana ist eine stabile Demokratie und zählt zu den bestregierten Ländern Afrikas. Das macht es nicht nur zu einem abenteuerlichen, sondern vor allem zu dem sichersten afrikanischen Reiseland. Doing my Christmas shopping. Wir haben jetzt hier im Spar in Ompara nochmal richtig aufgestockt, weil unser Weg uns jetzt in die größten Salzpfannen der Welt hier in Botswana führt. Und da wollen wir ein paar Tage verbringen. Botswana macht einen riesigen Spaß, denn egal wo man hin will, als allererstes landet man im Busch und muss Luft ablassen. Der Weg in die weltweit größte Salzpfanne gestaltet sich äußerst schwierig, da es in den vergangenen Tagen immer wieder heftig geregnet hat. Das Wasser steht auf den Wegen und macht eine Durchfahrt extrem schwierig. Die Regenzeit oder der Regen der vergangenen Tage hat den Weg in die Salzpfanne in kleine Seen verwandelt. Und jetzt haben wir nochmal Luft abgelassen und schauen mal mit der Drohne, wie es denn weitergeht und entscheiden, ob wir durchkommen. Ich bin mir langsam nicht mehr so sicher, ob das so clever ist, weiter zu fahren. Easy. So geht es. Easy. Ja, das ist gut.
Die Makgadikgadi-Salzpfannen in Botswana sind eines der größten Salzpfannensysteme. Die Pfannen entstanden vor tausenden Jahren, als der gigantische prähistorische See Makgadikgadi austrocknete. Heute sind noch die riesigen ausgetrockneten Salzflächen übrig, die während der Trockenzeit wie schneeweiße Wüste erscheinen. In der Trockenzeit von April bis Oktober sind die Pfannen stocktrocken und glitzern weiß in der Sonne. Während der Regenzeit von November bis März füllen sie sich mit Wasser, wodurch sie sich vorübergehend in flache Seen verwandeln. In der Nata Bird Sanctuary am Rande der Sova-Pfanne erleben wir ein ganz besonderes Wetterschauspiel, als sich kurz vor einem Gewitter das Salz gemischt mit Sand auf den Weg zum Himmel macht. Eine Weile lenkt uns diese unglaubliche Stimmung sogar von dem vor uns tanzenden Gnu ab. Nach so viel Salz, Sand und Wüste wird es Zeit für uns, den grünen und wasserreichen Norden Botswanas zu erkunden. Allerdings haben wir nicht damit gerechnet, dass er fast unbezwingbare Wassermassen für uns bereithält. Wir starten in Maun und gehen erst einmal in die Luft. In Maun darf eins nicht fehlen, ein Flug über das Okavango-Delta. Und auf dem Weg sind wir jetzt gerade in den Flughafen und ins Flugzeug. Yeah, great. And we fly along the Santam-Tadiwe all the way to the edge of the Moremi Game Reserve, en route for the Gomoti, which is another main channel of the delta. Fly along the Gomoti and we'll route back at some point. Das Okavango-Delta entsteht durch den Okavango-Fluss, der seinen Ursprung in den Hochländern Angolas hat. Statt ins Meer zu fließen, versickert dieser in der trockenen Kalahari-Wüste und bildet das größte Binnendelta der Welt. Das Wasser erreicht das Delta während der Trockenzeit Botswanas zwischen Juni und August. Dieser ungewöhnliche Zeitpunkt macht das Delta zu einem lebenswichtigen Refugium für viele Tiere. Das Okavango-Delta ist eines der artenreichsten Ökosysteme der Welt. Es beherbergt über 1000 Pflanzen, 400 Vogel, 150 Säugetier und 90 Fischarten. Das Delta ist bekannt für seine großen Elefantenherden, Flusspferde, Krokodile, Büffel, Löwen, Leoparden und afrikanische Wildhunde. Der Tourismus im Okavango-Delta ist eine der wichtigsten Einnahmequellen Botswanas. Dabei setzt das Land auf nachhaltigen, exklusiven Tourismus mit kleinen, aber luxuriösen Lodges und Camps. Und? Super war's. Ein Rundflug über das Okavango-Delta kann ich echt nur empfehlen. Wir hatten jetzt das Glück, ein Weihnachts-Neujahrs-Special zu bekommen und haben $150 pro Person bezahlt. Das ist eine Dreiviertelstunde Flug
über das Delta und es ist einfach faszinierend. Und zwar die Landschaft von oben, diese Flüsse, die Seen und die Wasserlöcher und auch die Menge an Tieren, die sich da tummelt. Und natürlich alle ganz klein, wenn man so hoch ist. Und es hat riesen Spaß gemacht. Unser nächstes Ziel ist das Moremi Game Reservat. Es wurde 1963 gegründet und ist eines der ersten Schutzgebiete in Afrika, das auf Initiative der einheimischen Bevölkerung, den Batawana, entstanden ist. Moremi ist bekannt für seine hohe Dichte an Wildtieren. Die Landschaft ist vielfältig und bietet eine einzigartige Mischung aus permanenten Wasserläufen, Sumpfgebieten, offener Savanne, mopane Wälder und Lagunen. Moremi ist nur mit Geländefahrzeugen oder per Flugzeug erreichbar. Die Straßen sind sandig und oft schwierig zu befahren, besonders während der Regenzeit, was uns fast zum Verhängnis werden sollte. Wir besuchen den Park in der Regenzeit, was mehrere Auswirkungen hat. Wasser ist zu dieser Zeit ausreichend verfügbar und die Tiere müssen nicht an die Wasserlöcher kommen. Auch ist der Park recht leer, da es nicht die ideale Reisezeit ist. Beides empfinden wir als angenehm, denn so bleiben unsere Safaris spannend und wir genießen die Einsamkeit im Park. Die Hippopools erobern unser Herz im Sturm. Flusspferde gehören zu den größten Landsäugetieren Afrikas und sind insbesondere im Okavango-Delta, im Chobe-Fluss und in den Sumpfgebieten Botswanas anzutreffen. Tagsüber verbringen sie die meiste Zeit im Wasser, um sich vor der Sonne zu schützen. Sie kommen erst nachts an Land, um bis zu 40 Kilogramm Gras zu fressen. Trotz ihres friedlichen Erscheinungsbildes sind Flusspferde extrem gefährlich und können bei Bedrohung blitzschnell und aggressiv reagieren. Sie leben in Gruppen, die von einem dominanten Bullen angeführt wird. Junge männliche Nachkommen werden vertrieben, sobald sie heranwachsen und kehren oft erst Jahre später zurück, um den Leitbullen herauszufordern. Sie kommunizieren durch laute Brüllgeräusche, was für uns wie ein tiefes, lautes Lachen klingt. Definitiv ein Geräusch, das noch lange in unseren Ohren widerhallt. Auffallend oft sehen wir Weibchengruppen der Impala-Antilopen mit ihren Jungtieren. Sie sind in der Regenzeit oft im Verbund unterwegs, um sich vor Feinden zu schützen. An ihren Hinterbeinen besitzen sie Drüsen, die einen Duftstoff absondern. Dieser dient dazu, dass die Herde im dichten Busch zusammenbleibt, wenn sie auf der Flucht sind. Impalas sind äußerst wendig und können aus dem Stand bis zu 3 Meter hoch und 10 Meter weit springen. Das hilft ihnen, Raubtiere wie Leoparden und Wildhunden zu entkommen. Sie sind außerdem rasante Läufer und erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 60 km/h. Unsere Fahrten durch den Moremi ziehen uns so in den Bann, dass wir uns etwas in der Zeit vertun und es schon dunkel ist, ehe wir unser Camp wieder erreichen. Jetzt ist besondere Aufmerksamkeit geboten, da wir rechts und links die Tiere hören, aber sie nicht mehr sehen. Im Gegensatz zu vielen anderen Parks ist Moremi nicht eingezäunt, wodurch sich die Tiere frei zwischen dem Reservat und den umliegenden Gebieten bewegen können.
Das bekommen wir hautnah mit, als am Abend ein Flusspferd direkt vor uns aus dem Gebüsch steigt oder sich nachts ein Elefant am Baum neben unserem Auto zu schaffen macht. In den vergangenen Tagen hat es stellenweise heftig geregnet. Als wir den Moremi verlassen, geraten wir in eine schwere Regenfront, die die Wege fast unpassierbar macht. Wasserlöcher, so groß wie kleine Seen, müssen wir durchfahren. An einigen Stellen wird es knapp, zu knapp. Und die Angst, unser Auto in einem dieser Löcher zu versenken, steigt mit jedem Meter. Mal gucken, wie tief wir drin sind. Nicht tief, oder? Ja, doch, jetzt sind wir richtig tief. Jetzt ist das Rad weg. Das Rad weg. Ne, jetzt war das ganze Rad im Wasser. Das ganze Rad. Das ganze Rad. Wasserstand bis zum Rad. Der nächste Morgen begrüßt uns nicht nur mit Sonne, sondern mit einer ganz besonderen Tiersichtung. An den Toren der verschiedenen Parks haben wir immer wieder Wildhund-Suchplakate gesehen, mit der Aufforderung, ein Foto zu senden, sollten wir einen Wildhund sichten. Und dann liegen da gleich 3 im Schatten am Wegesrand. Wir können unser Glück kaum fassen. Während wir noch ganz verrückt unsere Kameras klicken lassen, kommt von rechts der Rest des Rudels. Welch eine Freude, sich zu sehen. Nicht nur bei uns. Wildhunde gelten trotz ihrer Anpassungsfähigkeit als gefährdet. Es gibt weltweit nur noch 6000 Tiere. Ihre einzigartigen Fellmuster machen sie unverwechselbar und zur Kommunikation benutzen sie Laute wie Heulen, Zwitschern oder Bellen. Mit einer Erfolgsquote von 80% sind sie die erfolgreichsten Jäger Afrikas, weit vor Löwen und Leoparden. Wir beobachten das lustige Treiben, bis sich das Rudel tief in die Büsche zurückzieht. Selig grinsend verlassen wir das Moremi Game Reservat und fahren nach Kwai. Hier finden wir einen Platz direkt an einem Hippopool mit einem riesigen Flusspferd drin. Bitte geht um 7 ins Auto, wird uns gesagt, denn dann kommt er raus zum Grasen. Es ist früh am Morgen und heute steht in Kwai eine Bootsfahrt in einem Einbaum durch das Delta an. Ein Mokoro ist ein traditionelles Einbaumkanu, das von den indigenen Völkern im Okavango-Delta genutzt wird. Sie werden von einem Pola gesteuert. Mit einer langen Holzstange, dem Pol, startet das Boot durch die Wasserwege. Dieser leise Antrieb ermöglicht es, Tiere aus nächster Nähe zu beobachten. Die Mokoro-Fahrt bietet uns eine einzigartige Perspektive auf die Natur. For now it's so wet because it likes to eat the Wir gleiten leise dahin und sehen Flusspferde, verschiedenste Vögel und Wasserlilien von Tag und Nacht. Ein Pärchen afrikanischer Fischadler sitzt auf einem Ast und sucht die Gegend nach Nahrung ab. Bei den Fischadlern sind die Weibchen größer als die Männchen und beschaffen die Nahrung für den Nachwuchs. Mit ihren großen, festen Krallen können sie mehrere Fische transportieren oder sogar kleine Impalas. Wir entdecken eine kleine Flusspferdfamilie und werden freundlich durch weites Aufreißen des Mauls begrüßt. Trotzdem bleiben wir in sicherer Entfernung, vor allem da wir in einem Einbaumboot sitzen,
wollen wir sie lieber nicht provozieren. Die Wasserlilie ist eine ganz besondere Pflanze. Von ihr gibt es eine am Tag blühende weiße und eine nachts blühende lilafarbene Blume. Sie ist bei den Flusspferden und Elefanten sehr beliebt, da ihre Knolle süß schmeckt. Auch unsere Bootsführer erklären uns die Zubereitung der Wasserlilie zu einem schmackhaften Gericht. Leider kommen wir nicht in diesen Genuss, bekommen aber dafür noch eine botswanische Kette. Diese morgendliche Fahrt im Mokoro ist wie ein sanftes Eintauchen in eine andere Welt. Die Oberfläche des Wassers ist still und glatt wie ein Spiegel, nur unterbrochen vom leichten Plätschern des Mokoros, das lautlos durch das Schilf gleitet. Es ist ein Moment, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Mit etwa 130.000 Elefanten gilt Botswana definitiv als Land der Elefanten. Daher ist es für uns eine Überraschung, dass wir kaum Elefanten sehen. Wir erfahren, dass die meisten Elefanten und vor allem die Weibchen mit den Jungtieren sich gerade tief im Busch befinden, da sie dort reichlich Wasser und Nahrung finden. Ein erwachsener Elefant frisst täglich etwa 100 bis 300 Kilogramm Pflanzenmaterial, darunter Gras, Blätter, Rinde und Früchte und trinkt bis zu 200 Liter Wasser. Nur einige Teenager-Bullen tummeln sich hier in den vorderen Gefilden. Und dass die jung und stürmisch sind, lernen wir bei der nächsten Gelegenheit. Dieser Gruppe Elefanten passt es nicht so richtig, dass wir an ihnen vorbeifahren möchten. Vorsicht, jetzt steht der bei uns auf der Seite. Und guckt. Wir gehen auf unseren nächsten Bootstrip, diesmal auf die Chobe River. Allerdings regnet es gerade in Strömen. Und wir werden mal sehen, wie nass wir werden. Der Chobe-Nationalpark ist unser letztes Ziel. Hier machen wir noch einmal eine Wassersafari und haben diesmal das Wasser nicht nur unter uns. Das macht unserem Spaß aber keinen Abbruch und wir erleben traumhafte Stunden auf dem Chobe-Fluss. Neben Fischadlern und sogar einem kleinen Eisvogel sehen wir so viele Flusspferde grasen wie Kühe bei uns auf der Weide. Den krönenden Abschluss bildet eine Herde Büffel. Der afrikanische Büffel kann bis zu 900 Kilogramm schwer werden. Sie leben in großen Herden mit bis zu 100 Tieren. Da sie täglich große Mengen Wasser benötigen, bevorzugen sie die Gegend mit Wasserzugang. Sie gelten als gefährlich und unberechenbar. Männliche Büffel haben massive, zusammengewachsene Hörner, die als Helm bezeichnet werden und die sie im Kampf um Weibchen schützen. Büffel sind bekannt dafür, hervorragende Schwimmer zu sein, was ihnen in den sumpfigen Gebieten Botswanas zugutekommt. Der kleine Madenhacker auf dem Büffel direkt vor uns dient nicht nur als Reiniger, sondern auch als Warnsystem, denn er stößt laute Rufe aus, wenn Raubtiere in der Nähe sind. Mit den Büffeln haben wir in unserer Zeit in Afrika die Sichtung der Big Five, also Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard, komplett gemacht. Es ist immer wieder ein kaum begreifliches Gefühl, all diese Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu erleben.
Neben den Flusspferden sehen wir viele Nilkrokodile im Wasser. Sie ist eine der größten Krokodilart der Welt und kann bis zu 6 Metern und 900 Kilogramm schwer werden. Einige von ihnen halten sich in Ufernähe bei der Büffelherde auf, in der Hoffnung auf ein Abendessen. Am Ufer entdecken wir ein Weibchen, das ganz still liegt und ihre Eier bewacht, bis die Jungen schlüpfen. Ich muss ehrlich gestehen, dass mir die Nähe dieser Tiere einen Schauer über den Rücken jagt. Botswana, ein Land voller Kontraste und Schönheit, das uns mit seiner unberührten Natur und beeindruckenden Tierwelt tief berührt hat. Von den roten Sanddünen der Kalahari über die unendlichen Weiten der riesigen Salzpfannen bis hin zum pulsierenden Leben im Okavango-Delta. Jede Region hat uns etwas Einzigartiges gelehrt. Botswana ist nicht nur ein Paradies für Abenteurer und Naturliebhaber, sondern auch ein Vorbild im nachhaltigen Umgang mit seinen Ressourcen. Hier zeigt sich, wie Mensch und Natur in einem empfindlichen Gleichgewicht koexistieren können, wenn Respekt und Weitsicht an erster Stelle stehen. Uns hat diese Reise nicht nur spektakuläre Landschaften und atemberaubende Begegnungen mit Wildtieren geschenkt, sondern auch die Erkenntnis, wie wichtig es ist, diese zerbrechliche Welt zu schützen. Botswana ist weit mehr als ein Reiseziel. Es ist ein Ort, der in uns eine tiefe Verbundenheit zur Natur geweckt hat. Und während wir die Grenzen dieses beeindruckenden Landes hinter uns lassen, nehmen wir nicht nur Erinnerungen mit, sondern auch eine neue Perspektive auf die Wildnis Afrikas und die Verantwortung, die wir alle tragen.